Schon seit über einem Jahr wollte ich mich diesem Projekt widmen und habe auf eine günstige Gelegenheit gewartet. Dann tauschte ein Kollege seinen ausgemusterten Rechner gegen einen Kasten Bier. Dieser Rechner hat seit einem Windows-Update ständig Bluescreens. Ich will ihn wieder arbeitstauglich machen und, noch wichtiger, spielbereit für eine 3D-Vision-Brille, die ich schon seit einiger Zeit nicht mehr benutzen kann. In diesem Video zeige ich, wie ich den alten PC zu einem neuen, guten Arbeits- und Spielgerät verwandle und wie ich diesen im Sommer benutzt habe. Zunächst schaue ich mir den Rechner an, der ohne Festplatte übergeben worden ist. Der Kühler ist demontiert und als erstes baue ich einmal alles aus, reinige das Gehäuse und die Komponenten und baue anschließend wieder alles zusammen. Die alte, vertrocknete Wärmeleitpaste wird erstmal gelöst und neu aufgetragen. Ich bestreiche dazu die ganze Fläche des Prozessors, damit die Wärme ideal abgeleitet werden kann. Dann wird der Kühler wieder montiert, das RAM eingesetzt und eine kleine SSD-Festplatte baue ich für das Betriebssystem ein. Zu einem späteren Zeitpunkt setze ich auch eine HDD ein, die als Datenspeicher dienen soll. Eigentlich ist hier nicht viel Arbeit nötig, weil alles in einem guten Zustand ist und überraschend sauber für einen PC, der über viele Jahre gut genutzt worden ist. Spannend ist schon mal, dass das Gehäuse und die Komponenten irgendwie nicht zusammenzupassen scheinen. Das Gehäuse wirkt zu alt für den Prozessor. Es gibt zum Beispiel keine USB 3-Schnittstellen. Beim ersten Start sehe ich im BIOS, was eingebaut ist. Ein solider i7-Prozessor der zweiten Generation, 12 GB DDR3-RAM, die 128 GB SSD und noch keine Grafikkarte. Die entnehme ich einem anderen Spaßrechner und baue sie hier ein. Zuerst baue ich eine GTX 750 ein und später wird diese dann durch einen 950er ersetzt. Um das System zu testen, starte ich Kubuntu und prüfe, ob die Hardware erkannt wird, sehe mir die Performance beim Streamen und Arbeiten an und bin insgesamt zufrieden. Der alte Rechner läuft unter Linux stabil, leise und schnell. Um mein Projektziel zu erreichen, installiere ich aber Windows 10. Doch im Betrieb stelle ich fest, dass die Bluescreens, die mein Kollege erwähnte, wiederkehren. Schade eigentlich. Nach einigen Recherchen versuche ich die Empfehlung, das BIOS-Update durchzuführen. Ein fataler Fehler. Während des Updates, das man eigentlich immer im BIOS selbst durchführen sollte, stürzt der Rechner ab und ist seitdem unbrauchbar. Das Mainboard lässt sich auch nach der Umstellung der Jumper und Herausnahme der CMOS-Batterie nicht wieder in Betrieb nehmen. Es ist Schrott und nur noch von Experten zu retten, die einen neuen BIOS-Chip drauflöten können oder das Know-how haben und das BIOS neu einprogrammieren können. Ich tausche das Mainboard also durch ein gebrauchtes Ersatzboard aus und von hier an ist alles reine Routine. Das neue Mainboard hat keine Bluescreens mehr. Ich hätte besser einfach nur neue Treiber installieren sollen für Windows, um dieses Problem zu lösen. Und wenn ich schon dabei bin, tausche ich das Gehäuse aus, damit das Motherboard, das USB 3 unterstützt, auch tatsächlich passende USB-Anschlüsse bekommt. Ein zusätzlicher LED-Lüfter peppt das Ganze ein wenig auf und schon ist alles fertig. Jetzt läuft Windows reibungslos und beim Performance-Test sieht man einen Score, der sich sehen lassen kann für einen PC, der knapp 10 Jahre alt ist.
Ich installiere alte Nvidia-Treiber, die noch das Spielen mit 3D-Vision-Brille unterstützen, und mit einigen Hilfsprogrammen kriege ich auch alles wieder zum Laufen. Endlich kann ich die Brille wieder nutzen und spiele im Sommer Tomb Raider durch, das schon lange auf meiner Pile of Shame-Liste steht. Wie ich die Brille wieder startklar gemacht habe, zeige ich in einem anderen Video. Was denkst du über diesen Rechner? Hat es sich gelohnt? Danke fürs Reinschauen, ciao und bis zum nächsten Mal.